So, kennst du das? Morgens aufstehen? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Mhm. Kennst du das? Gibt's auch einen anderen Spruch, der heißt, der frühe Vogel kann mich malen, ne? Oder? Gibt's auch, ja. Hallo, wir sind Piranhas, 2 von denen, und wir erzählen ein bisschen was über unsere Spiele. Heute über den frühen Vogel, der den Wurm fängt. Pre-Order nennt man das bei Games, dass man schon sehr früh ein Spiel sich bestellt, ne? Und pre-ordert. Was heißt denn das? Was ist das? Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, die zweite Maus kriegt den Käse, ne? Das stimmt, das haben wir bei Hagen Rether gelernt. Der hat das nämlich auch gesagt, der frühe Vogel fängt nämlich auch nur den frühen Wurm. Ja, das ist auch ganz schön, denn natürlich kann man irgendwann im Laufe der Zeit, bevor ein Spiel erscheint, in der Regel das auch pre-ordern. Ja. Und sagen, oh, das will ich haben, obwohl du kriegst das noch gar nicht. Ne? Und ja, warum macht man das? Also, warum macht man das als Publisher und warum macht man das als Spieler? Fangen wir mal mit dem Publisher an. Das ist gut, dass du den Entwickler nicht erwähnt hast, weil der Entwickler hat da nämlich gar nichts mit zu tun. Das Ja, heißt, doch, wir in reden über manchen Dinge, mit Fällen denen wir gar nichts zu tun haben. Ja, okay, aber also in unserem Fall ist es ja so, dass ja, das irgendwie, warum habe ich das gesagt? Weil der Entwickler halt irgendwie das Ding halt in der Regel nicht verkauft. Manche Entwickler machen das auch, wenn sie sich selbst publishen, aber gepublished und Distribution macht normalerweise dann der sind die Publisher. aber auch Publisher, also ja, dann genau. passt das schon. Also ja, irgendwie so sinngemäß, natürlich haben wir auch was damit zu tun, weil unser Spiel ja verkauft wird, ne? Wisst ihr Bescheid. Aber, ja, warum macht man das überhaupt? Warum ist das cool? Aus 2 Dingen. Erstens, wir haben euch schon oft erzählt, irgendwie Wishlist ist gut, kostet nix und bedeutet für uns, dass man sieht irgendwie, oh, das Spiel, was irgendwann rauskommt, interessiert Leute, die packen das auf ihre Wishlist. Ja, da müssen wir mal Aufmerksamkeit reinpacken. Oder im besten Fall sagt dann so ein Publisher, oh, das interessiert ja sehr viele Leute. Da wollen wir aber dann noch mal ein bisschen irgendwie was an der Marketingkampagne machen oder noch ein bisschen Merch machen oder sonst irgendwas. Und das ist gut. Und das Zweite ist, wenn jetzt der Pre-Order kommt, dann ist das natürlich dasselbe, nur noch mehr. Also, wenn Leute sich das Spiel schon kaufen, obwohl es noch gar nicht auf dem Markt ist das natürlich eine ganz feine Sache für so einen Entwickler oder einen Publisher, weil du dann denkst, boah, toll, wir haben ja schon Verkaufszahlen. Die Leute, die interessieren sich nicht nur dafür, sondern die wollen es tatsächlich haben. Und das ist natürlich super. Mhm. Für den Spieler ist das so, also wenn ich irgendwie mich total auf ein Spiel freue und denke, boah, wann kommt das endlich raus irgendwie, dann denke ich will das haben. Und dann kannst du das Pre-Order, dann denkst du, haben, klick. Und dann hast du das Gefühl, boah, ich hab's jetzt schon, ne? Aber dann gibt's halt diese Momente, du wartest dann natürlich trotzdem auf das Release-Datum, dass dir das Ding auch möglichst pünktlich dann geschickt wird, dass du es dann auch wirklich hast. Und da gibt es jetzt irgendwie, ich sag mal, 3 Sorten von Leuten. Die einen, die das alles unter Kontrolle haben wollen und sagen, am Release-Tag latsche ich in den nächstbesten Laden, wo das Ding dann hoffentlich steht und kaufe es mir, dann habe ich es selber gemacht. Oder die Leute, die auf den Pre-Order klicken und dann möglichst pünktlich das Ding bekommen. Oder die Leute sagen, nee. Also so nicht. Dann wollen wir das mal testen. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, kaufst du Games eher direkt am Street Day oder erst im Sale? Also, ne? Und die haben Folgendes gesagt. Wenn mich ein Spiel schon vom Trailer her so gepackt hat, dann muss ich es direkt am Release Day haben. Ansonsten warte ich tatsächlich, bis es im Sale ist und sich meine Vorfreude noch mehr geschürt hat. Ich kaufe die meistens erst im Sale, wenn ich ganz ehrlich bin, denn es gibt so ein paar Spiele, ich glaube, da ist die Spielerfahrung immer so, du möchtest es spielen, wenn alle anderen das spielen. Das ist sowas wie Cyberpunk oder Skyrim oder so. Wenn es alle spielen, willst du es auch spielen. Und wenn man so super gehypt ist. Aber ich bin da tatsächlich ein bisschen antizyklisch. Ich kauf's dann, wenn ich Bock drauf habe. Tomb Raider Gold Super Edition, 80 Jahre vorher gekauft. Wie man will, achte ich nicht drauf. Kommt drauf an, wie heiß ich drauf bin. Aber in den meisten Fällen am Street Day. Es geht auch gar nicht um den Sale, sondern ich spiele das Spiel, wenn ich dann Zeit und Bock drauf habe. Und das überschneidet sich nicht unbedingt mit dem Release-Date. Naja, also wenn man jetzt wissen will, wie es weitergeht, ja, sagen wir mal jetzt so, das neue Alex kommt raus, dann will ich das aber auch haben.
Ganz einfach. Gab mal eine Zeit lang, habe ich ja nur WoW gespielt. Und jetzt, wo ich so die Renaissance des Multi-Games-Zeitalters habe, kaufe ich auch ganz viele nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich eher direkt zum Release. Also ich warte eigentlich nie auf einen Sale. Das mache ich tatsächlich nicht. Ich kaufe sie, wenn ich wirklich drauf warte, eigentlich direkt, weil ich finde halt, man sollte schon den richtigen Preis dann auch zahlen, wenn man so ein Spiel erwartet. Ja, und dann kommt es eben immer drauf an, ob ich das Spiel wirklich direkt spielen will, weil ich Bock auf das Spiel habe und es direkt anfangen will und weil es auch zeitlich gerade reinpasst. Oder ob ich es dann einfach etwas später kaufe, wenn es halt dann zeitlich passt. So. Aber also ich warte nicht auf einen Sale, nein. Klar, man kauft auch mal Sachen in Sale, weil man dachte, ach ja, das wollte ich ja auch immer mal spielen. Aber wenn ich wirklich auf ein Spiel warte, dann kaufe ich es auch schon direkt vorher. Also dann wird das auch meistens vorbestellt. Ja. Ja, kann man beides machen eigentlich, ne? Ja, ist auch vollkommen legitim. Ja. Auch für uns Entwickler eigentlich so. Ne? Ist klar, dass natürlich für uns am meisten hängen bleibt an allem eigentlich, wenn es sehr früh gemacht wird. Ne? So, das ist klar. So, aber ja, man unterstützt uns trotzdem, egal in welcher Form man uns irgendwie unterstützt, in dem, wie du es gerade gesagt hast. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Genau, also bei uns ist es so, also privat, dass wir zum Beispiel Spiele, ja, das, was du heiß und innig liebst und das du ersehnst, das kaufst du halt früh, das kaufen selbst wir irgendwie völlig ungefragt zum Release. Oder sogar im besten Falle als Collectors Edition. Und die Sachen, wo man sich nicht sicher ist, die kann man dann irgendwann kaufen. Ist dieses Pre-Order nicht was für Ungeduldige? Eher? So der Hype-Train? So, ich kauf mir das, so, und mach das jetzt einfach weg, alles, was da ist, Pre-Ordern, und dann sitze ich da und warte? Also ich glaube, auch da kann man unterscheiden. Erst einmal gibt es ja irgendwie ganz normal das Spiel. Ja. Und da gibt es halt auch so Extras. Mhm. Zum Beispiel Pre-Order-Extras oder Dinge, die ausverkauft sein könnten. Und darum gibt es auch so einen Trend, dass einige Dinge, zum Beispiel so eine limitierte Collectors Edition oder ja, bestimmte Dinge, die bei so einem Pre-Order dabei sein können, aber nicht müssen, dass die dann halt sehr schnell vergriffen sind, weil die Leute sagen, oh, das muss ich unbedingt sehr früh jetzt anklicken, damit ich überhaupt was davon abkriege. Mhm. Und dann natürlich auf der anderen Seite irgendwie einfach, ich möchte nur das Spiel haben und ich möchte es einfach früh haben und nicht weiter drüber nachdenken, weil ich es mir sowieso kaufe zum Vollpreis. In diesem Fall lohnt sich der Pre-Order dann wahrscheinlich auch. Ne? Und bei denen, die sagen, oh, ich weiß noch nicht genau, irgendwie wird das cool, wird das nicht cool, das Spiel, ich bin mir unsicher, ich möchte gerne Tests abwarten oder mir die ersten Spielerunden von anderen angucken, ich möchte es gerne erstmal auf YouTube sehen, dann lohnt es sich tatsächlich eher zu warten und zu gucken, gefällt mir das denn auch wirklich, was ich da sehe, oder sage ich, nee, das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann brauche ich es mir gar nicht kaufen. Oder tatsächlich doch noch dann halt später zum Vollpreis kaufen. Oder es reicht nicht für den Vollpreis, aber dann vielleicht kaufst du mir irgendwann mal im Sale. Das geht ja auch. Wie macht ihr das denn? Pre-ordert ihr viel? Und wenn ja, gibt es da irgendwelche Aspekte, die da noch eine Rolle spielen, warum man das eine kauft und das andere nicht? Oder pre-ordert oder nicht? Das würde uns mal interessieren, weil ich sage Aspekte, es gibt ja auch technische Aspekte. Es gibt ja auch irgendwie so, ja, da weiß ich ganz genau, ich habe mir die Specs durchgelesen, da brauche ich gar nicht pre-ordern, da muss ich erstmal einen neuen Rechner pre-ordern oder eine Konsole oder sowas, ne? Das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Das heißt also, der frühe Vogel und der frühe Wurm, die sind dann auch meistens ziemlich fortschrittlich, ne? Und dann ist halt so eine Sache, da muss man sich auch drauf vorbereiten, ne? Also so bei unseren Spielen auch schon mal gewesen, dass der ein oder andere sich noch mal einen Rechner gekauft hat, bevor er unser Spiel spielen konnte. Nein, ja, aber doch, irgendwie schon. Ne? Wir waren sehr hardwarehungrig so, ne, mit unseren Zocks. Und das tut uns auch ein bisschen leid, aber irgendwie große Welten kriegst du halt nicht so toll rein in alte Gurken. So, ne? Das ich war halt die Person, die sich für Gothic 3 einen neuen PC gekauft hat.
Ja, ich bin in den Laden gegangen und habe dem Typen gesagt, hier, dieses Spiel, das möchte ich gerne spielen. Bauen Sie mir bitte einen PC, dass das ruckelfrei läuft. Und dann sagte der Typ zu mir, gib es nicht. Na, sag mal. Ja. Hat er aber gemacht, tatsächlich. Hat er gemacht und da hatte ich auch sehr viel Glück. Ich hatte nämlich gar keine Probleme dann mehr. Ja. Und bevor ihr fragt, ja, wir arbeiten dran, dass das mit Elex 2 möglichst nicht passiert. Ne? Vor allem, weil wir ja auch wissen, dass momentan Hardware zu kriegen verdammt schwer ist. Ne? Ja, es gibt super Grafikkarten da draußen irgendwie, die sind so teuer. Voll den Druck aufgebaut jetzt hier auf dem Froggy-Bereich so, weißt du, was redet der denn da für einen Scheiß daher, der soll die Klappe halten. Ja, es ist halt so, ne, das ist halt irgendwie, soll möglichst geil aussehen immer, ne, also so richtig geil aussehen und dann kommt dann irgendwann die böse alte Hardware, die dann unheimlich viele Menschen haben. Und dann kommt das böse Erwachen dann so, ne? Wo du sagst, boah, das ist aber sehr schwer, da drauf zum Laufen zu kriegen, der ruckelt und hin und her und so. Ja, da benutzt doch neue Technologie. Naja, es gibt schon so ein paar Limits, ne? Vor allen Dingen bei Open World. Ja. Mit so vielen NPCs. Ist so, ne? Und Städten. Ja. Und ja, es ist schon eine Mammutaufgabe. Einer der Gründe, warum es so lange dauert, bis wir mit solchen Hardware-Voraussetzungen überhaupt erstmal rauskommen. Weil man das lange halt nicht weiß, wo man landet, bevor die Optimierung abgeschlossen ist. Ne, das heißt, es ist das Letzte, was gemacht wird. Optimierung. Das Spiel ist fertig irgendwie, es wird noch gebugfixt, aber die Optimierung läuft noch. So lange, bis du sagst, okay, das ist jetzt das, was wir rausholen können. Und dann erst weiß man, ja, was das Ding leisten kann. Ja, auf welchen Dingern das läuft, auf welchen PCs es läuft und wie performant ist es, das weißt du vorher nicht. Dann wandern auch noch ein paar technische Features mit rein, wenn die Zeit noch da ist. Also das passiert immer erst sehr spät, darum kann man sehr lange während der Marketingphase, so wie jetzt, auch nicht so viel sagen zu technischen Features, weil die einfach noch nicht ganz klar sind. Gibt ja auch so Leute, das ist ein andersrum Phänomen, bei Rockstar zum Beispiel, ja, die haben so Spiele gemacht wie Red Dead Redemption oder GTA und die sind in der Regel immer auf so einer Konsole rausgekommen, ja, da hast du dann deine PlayStation-Version und dann sagen die Leute, ja, aber ich habe meinen PC zu Hause und möchte eigentlich jetzt mir keine PlayStation kaufen. Und dann warten die teilweise ein ganzes Jahr darauf, bis das Ding auch vielleicht für einen PC rauskommt. Ne? Wenn du Glück hast, passiert das dann. Wenn du Pech hast, passiert das nicht. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, die, ne, was für eine Peripherie habe ich? Wir haben ja das Glück, dass wir auf dem PC entwickeln und auf Konsolen portieren und dann hat man meistens eine etwas größere Auswahl. Bei mir ist das so, ich pre-order etwas, wenn ich mir 100% sicher bin, dass das, was ich dann da pre-order, dann auch tatsächlich zocke. Und das ist dann schon die interessante Frage. Bin ich auch in der Stimmung? Auch ein schöner Grund, ja. Ja, das heißt, Pre-Ordern ist cool, wenn ich da Bock drauf habe, aber wenn ich zu lange warte, ist vielleicht auch irgendwie so bei mir so ein bisschen der Hype abgeflacht, so, ne? Das hat schon so eine Sache, ne? In der Stimmung zu sein für ein Spiel ist eine Sache, die kann man auch beeinflussen, ne? Red Dead Redemption zum Beispiel spielt man am besten, wenn man vorher ein bisschen Western geguckt hat. Ne? Dann hat man irgendwie, oh, jetzt habe ich Bock mal wieder irgendwie auf den Puma zu warten, 2 Stunden im Busch mit dem Messer. Ne? Das war schon eine Aktion. Aber das hat man dann gemacht, weil das einfach Bock gemacht hat. So, da ist man in der Stimmung für so ein Spiel. Ne? Und dann macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, Pre-Ordern tue ich vor allem bei den Titeln, von denen ich 100% sicher bin, dass ich die spielen will. Ne? Also, dass ich sage so, boah, das will ich unbedingt spielen. Und da habe ich mich jetzt hypen lassen. Wenn das Ding rauskommt, dann spiele ich das auch sofort. Und dann warte ich auch, ne, in freudiger Erwartung, dass es dann kommt. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Hauptgrund, warum Menschen das machen, Pre-Order. Ne? Und das ist auch cool, finde ich. So, weil Vorfreude ist immer cool. Gerade bei sowas. Und in der Zwischenzeit, wenn das Spiel noch nicht da ist, ne, kann man ja erstmal seinen Pile of Shame abarbeiten, ne? Oder? Ja, aber dafür musst du auch in Stimmung sein, ne? Das stimmt. Also. Ja. Ich sage ja, es gibt für mich keinen Pile of Shame. Wir haben mal eine Sendung gemacht über Pile of Shame, könnt ihr gucken, ne, ob sowas für uns überhaupt existiert und wie wir damit umgehen als Piranhas und als User auch, als Zocker. Das ist halt so, es gibt so viel Angebote, ne, wie es
Ja, und da muss man halt schon gucken, worauf habe ich gerade Bock. Und dann muss man den Sachen auch irgendwie, ich sag immer, so einen gewissen Wert beimessen. So, ne? Man muss halt eben schauen, wie genau bin ich gerade drauf und was genau will ich jetzt haben und so weiter. Deswegen gibt's auch so viele zweite, dritte, vierte, fünfte Teile. Ja, das heißt, wenn irgendein Teil von einem Spiel, was ich mal geil fand, rauskommt, dann weiß ich eigentlich ziemlich gut schon irgendwie, dass das was für mich ist. Ja, und dann pre-order ich das auch, ohne Gefahr zu laufen, dass da irgendwas schief läuft. So, dann weiß ich, okay, ich habe den Vorgängertitel mal gesehen oder gespielt und so weiter. Und dann weiß ich eigentlich ziemlich, was mich erwartet. Hab ein bisschen was gesehen. Komm, pre-order ich und wenn es rauskommt, dann spiele ich das auch. Das ist auch ein Klassiker bei mir. Na, also so weiterführende Geschichten. Würde ich wahrscheinlich nicht sagen, wenn wir nicht jetzt einen zweiten Teil rausbringen würden bald, ne, sondern einen neuen Brand etablieren. Aber das würde ich dann wahrscheinlich genauso sagen, weil es ist einfach so. Ne? Ja gut, wir haben also Sachen wie Mass Effect oder, ne, also es gibt viele Geschichten. Da wolltest du aber auf jeden Fall dann auch den zweiten Teil spielen. Absolut. Oder den dritten. Gibt auch noch einen anderen Aspekt, Entwickler. Wenn ein Entwickler etwas rausbringt, Deathloop zum Beispiel, ist ein Ding, ja, das ist dann von den Entwicklern, die Dishonored gemacht haben. Ne? Das weiß man einfach dann, okay, dieses Spiel, da weiß man schon, was einen so erwartet und wie die drauf sind, was die für Spiele machen. Und wenn ich dann einmal im Stream gesehen hat, okay, du hast sowas wie einen Teleporter, den kannst du da hinten irgendwie und schwupp bin ich da, alles klar, die Mechanik von Dishonored ist auch wieder drin, fühle ich mich sofort zu Hause, coole Story, bin ich dabei. So, dann kann ich auch pre-ordern, gerade bei sowas. Ja. Ne? Gut, Deathloop ist jetzt ein bisschen weiter als Pre-Order, aber ne, so entscheidet man sich auch für einen so, ich gehe mal das Wagnis ein, tatsächlich dann auch einen Pre-Order zu machen. Stimmt. Ja. Hast du eine Community-Frage? Ja, die habe ich sogar im Kopf, weil sie Boah. natürlich jetzt absolut Ohne Zettel. auf der Hand liegt und auch immer wieder gefragt wird. Also Frage Nummer 1. Wird es eine Collectors Edition geben für Elex 2? Und diese Frage, die beantworten wir folgendermaßen. Erstens, sobald es irgendwelche Neuigkeiten dazu gibt, werden wir das selbstverständlich auch auf unseren Kanälen announcen. Und ja, also wie wahrscheinlich ist das? Zumindest gab es bisher immer eine. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Auch in dem Zusammenhang sehr häufig gestellt die Frage nach Merchandise. Da wart ihr sehr fleißig. Deswegen gibt es jetzt tatsächlich ein bisschen Vielen was. Dank dafür. Ja. Danke fürs Nachhaken. Und es gibt im THQ Nordic Store, einfach mal THQ Nordic Store googeln. Dann landet ihr da jetzt von den ganzen THQ Nordic Spielen einiges an Merch. Da gibt's auch zum Beispiel Gothic T-Shirts jetzt oder anderen Gothic Kram. Es gibt einen Elex Rucksack. Der ist limitiert auf 500 Stück, den kann man momentan da kriegen. Und da kommt jetzt auch die Tage noch was nach. Wir wissen nur nicht genau, an welchem Datum, deshalb haltet Wir hoffen, doch einfach... dass, wenn diese Sendung hier, dass da schon mehr passiert ist. Genau, haltet mal die Augen offen, vielleicht findet ihr da ja schon mehr Elex-Kram. Genau. Super. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Genau. Mach's gut. Bis dann. Ja. Fällt mir nichts mehr zu ein. Jetzt schon nicht.